Hallo liebe Freunde, wildes Erzgebirge ist heute die Devise, zumindest der Teilabschnitt Eibenstock, Blauenthaler Wasserfall, und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei jetzt beim Anschauen und dann später beim Ausprobieren. Wildes Erzgebirge, dazu noch im schönsten Winter, Herz, was willst du mehr? So schnüren wir die Wanderstiefel am Wanderparkplatz unterhalb vom Blauenthaler Wasserfall. Wie gut zu lesen ist, hier ist auch ein idealer Startpunkt. Will man den höchsten Berg im Westerzgebirge, den Auersberg, ersteigen oder mit dem Rad befahren. Dazu suchen wir jedoch einen besseren Tag, vor allem mit klarer Sicht aus. Heute bei dem Schneefall und bedeckten Himmel bringt das nichts. Lenken wir lieber unsere Schritte zum besagten Blauenthaler Wasserfall. Natürlich ohne jetzt schon Picknick ernsthaft ins Kalkül zu ziehen. So romantisch die Sitzgruppe ohne Schnee tatsächlich ist. Die wenigen Schritte zum Wasserfall hochgestiegen, bekommen wir heute ein tolles Spektakel geboten, welches man nicht jeden Tag erleben darf. Die Chancen, den Wasserfall komplett gefroren vorzufinden, sind schon sehr gering. Kletterer im Eis dann der absolute Clou. Verzeiht es mir bitte, dass ich weniger gefilmt als mehr dagestanden und gestaunt habe. Irgendwann ist jedoch genug gestaunt, das wilde Erzgebirge wartet ja auf uns. Folgen wir der schön gemachten Beschilderung zunächst wie angekündigt in Richtung Eibenstock. Bei diesem Wetter ist allerdings der Anstieg nicht ganz ohne. Gute Schuhe erleichtern die Sache daher sehr. Glücklich angekommen landen wir, nein, nicht am grünen Graben bei Poberschau, trotz der Ähnlichkeit. Wir sind hier am Töllischen Graben, doch später mehr davon. Der offizielle Wanderweg führt eigentlich nach links. Die Neugier zwickte mich jedoch logisch, ein kurzer Abstecher nach rechts war fällig, direkt oberhalb zum Wasserfall. Aber ganz ehrlich, es war natürlich auch oben alles vereist, und ein Risiko habe ich dann doch gescheut und es vorgezogen, hier umzukehren. Zurück also an den Töllischen Graben, um diesen friedlichen, verträumten Weg zu genießen. Dieses Grabensystem wurde, eigentlich logisch, der Name sagt es bereits, von der Familie Tölle in Blauenthal angelegt. Diese Familie zählte neben diversen Ländereien auch eine Holzschleiferei an der Mulde in Blauenthal sein eigen. Um die Turbinen der Holzschleiferei anzutreiben, wurde dieser Kunstgraben angelegt. Einen reichlichen Kilometer gegangen, stoßen wir auf dieses kleine Speicherbecken, welches vom Steinbach gespeist wird. Ein Teil des Baches wird in unseren besagten Töllischen Graben abgeleitet. Schönes Wetter vorausgesetzt, wird uns eine weitere angenehme Raststelle beschert. Okay, eure Lust auf Rast im Schnee ist heute gering? Keine Sorge, ich teile eure Meinung, zumindest heute. Fragen wir also den Wegweiser, und selbiger, ihr seht es, bietet hier zwei Versionen. Die Variante um Sosa herum heben wir uns für später auf. Eigentlich logisch, Eibenstock ist ja unser nächstes Zwischenziel. Auch ein weiterer, diesmal überdachter Ruheplatz wartet noch auf uns. Aber ich denke, wir wollen noch vieles sehen, sollten somit weitergehen. Jeden Abzweig muss ich euch nicht erklären, zumal ihr wie immer die GPS-Daten zum Download unter dem Video in der Beschreibung findet. Etwas Interessantes finden wir jedoch, gehen wir links einige Schritte abseits, nämlich an besagten Steinbach. Nicht nur, dass er einen unheimlich idyllischen Anblick bietet, nein, wir können uns gleichzeitig über das Zinnseifen aufklären lassen. Im weiteren Verlauf, ihr seht es an den Bildern, dürfen wir weiter auf schönen, schmalen Pfaden wandeln, sollten stellenweise jedoch ein wenig trittsicher sein. Dann können wir nicht nur den Winterwald genießen, sondern tatsächlich zu jeder Zeit entspannt wandern. Wandern mit Herz eben. Wie bereits am Steinbach stoßen wir im weiterführenden Abschnitt immer wieder auf höchst informative und gut gestaltete Tafeln
um unseren Bildungshunger beispielsweise über die unzähligen Kunstgräben in der Region um den Auersberg zu stillen. Denn von den sogenannten Grabensteigern hatte ich vorher noch nicht gehört. Oder es mit den Jahren eventuell vergessen. Auch der schönste Wald lichtet sich und wir landen an der Straße mit den romantischen Namen Am Steinbächel und gehen, siehe Schild, nach rechts. Zunächst 200 Meter, ehe wir übers Feld ganz offiziell abkürzen dürfen. Zum Glück sind bei dem Schnee ordentlich Spuren getreten, somit kein Problem heute. Im Sommer kann es gelegentlich zu Sperrungen von wenigen Tagen infolge belegter Viehweide kommen. Aber heute ist das zum Glück nicht unser Thema. Wir landen an der Schneeberger Straße, selbige nutzen wir jedoch nicht, sondern viel lieber die beschaulichere alte Schneeberger Straße. Naja, so viel zum Thema Blick in Grobrichtung Sosa-Bockau. Genießen wir lieber die ruhige, friedliche Idylle und netten Anwohnern dieser kleinen Straße. Eigentlich müssten wir die alte Schneeberger Straße bis ganz nach oben steigen. Heute wird aber getrickst, indem wir links in den schmalen Fußweg abschwenken. Nicht, dass Eibenstock nichts zu bieten hat. Damit meine ich nicht nur den Galgenhügel, auf dem heute, welche Ironie, ein Getränkemarkt steht. Heute wollte zumindest ich den Frieden des Winterwaldes genießen und so heben wir uns das interessante Eibenstock für später auf. Mir hat es hier quasi unterhalb vom Eibenstocker Ortskern ausgesprochen gut gefallen. Nicht nur die angenehme Gartensparte, sondern die Vorahnung von Ausblick bei besserem Wetter. Vorfreude hat schließlich auch etwas. Wie ihr sehen könnt, ein wenig geht es hier hinten schon im Zickzack, aber wirklich verlaufen geht nicht. Am Ende kommt man so oder so an der unteren Grottenseestraße heraus, welche wir queren, um unseren Weg sofort auf der Sosastraße fortzusetzen. Der Straßenname zeigt bereits die neue Grobrichtung an. Winter oben im Erzgebirge, ist das nicht märchenhaft? Nur leider auch hier das Problem der fehlenden Sicht. Eigentlich könnte man nämlich spätestens hier den Auersberg sehr gut sehen. Aktuell bedauerlicherweise nur sehr schemenhaft, wenn der Schleier kurz aufzieht. Drehen wir uns also noch einmal zurück nach Eibenstock und behalten grundsätzlich unseren Kurs bei. Doch, da ist uns das Glück zumindest kurz hold. Der Auersberg grüßt uns tatsächlich und verlockend sieht er doch aus, oder? Wie denkt ihr? Eine interessante Variante für eine spätere Tour zeigt sich übrigens zur Linken. Das ist der Sosaer Steig. Bei dem Wetter, sprich Schnee, stand man jedoch nicht der Sinn nach Experimenten, sondern habe die begehbare Sosaer Straße vorgezogen. Selbige führt uns abwärts ins Tal der Großen Bockau, welche zumindest zu dieser Jahreszeit bereits zwischen den Bäumen hindurch uns begrüßt. Geschafft! Wir sind im Tal der Großen Bockau gelandet, in unmittelbarer Nähe der Pension Zimmersacher. Immerhin könnte diese zur Orientierung für diejenigen dienen, welche hier abkürzen und auf schnellsten Weg zurück zum Blauenthaler Wasserfall wollen. Trotz fehlender Sonne finde ich diesen Wintertag allemal Genuss, also nichts mit abkürzen. Wir queren die besagte Große Bockau, welche im Winter natürlich auch ihren besonderen Reiz hat. Hinter der Brücke wartet ein weiterer Abzweig mit spannenden Zielen. Zum einen führt der Mittelweg nämlich auf den mehrfach angesprochenen Auersberg. Mindestens ein genauso attraktives Wanderziel wäre die Talsperre Sosa. Beides lassen wir jedoch heute abseits liegen und heben uns diese verheißungsvollen Ausflugsziele für später und vor allem bei besserem Wetter auf. Die kürzere Version nach Sosa bzw. die gelbe Markierung wählen wir somit für die nächsten 1,5 Kilometer. Den Fahrweg geradeaus und die Brücke über die nicht minder sehenswerte kleine Bockau nutzen wir bis zum darauffolgenden Abzweig. Dort geht es, erneut super ausgeschildert, nach links. Wobei Höllengrundweg natürlich sehr verführerisch klingt. Wie gewonnen, so zerronnen.
Zumindest beim Aufstieg könnte man es denken. Den Abstieg von Eibenstock gleichen wir hier wieder aus. Angenehm fand ich's trotzdem. Zumal wir wiederum Blicke auf die nunmehr vereinte Bockau werfen können und relativ schnell auf dem nächsten Plateau landen. Für besseres Wetter wartet hier oben ein sehr schöner und einladender Rastplatz auf uns. Zudem erkennen wir vor uns im Dunst bereits das reizvolle Sosa. Auch wenn wir heute in den Ort selbst nicht hineingehen wollen, so behalten wir noch ein Stück den Bergflecken, welcher als Köhler Gemeinde bekannt ist, im Visier. Auf die Schilder Acht geben sollten wir wie immer natürlich auch hier. In der nächsten großen Linkskurve müssen wir nochmals nach links abbiegen, hinunter zu unserem Start bzw. Ziel, dem Blauenthaler Wasserfall. Gleichzeitig, wie gut zu lesen, sind wir hiermit auf dem Sosaer Flügel der Rundtour Wildes Erzgebirge gestoßen. Steigen wir also den schmalen Wiesenweg hinab und freuen uns, dass trotz Privatweg hier der Durchgang nicht verboten, sondern erlaubt ist. Der Abstieg selbst ist ausgesprochen angenehm und unkompliziert. Zudem warten neuerlich mehrere sehr informative Tafeln am Wegesrand auf uns. Sehenswert und angenehm fand ich die Hofteiche. Diese gehörten dereinst zum sogenannten Freihof Sosa, um später in den Besitz der Blauenthaler Hammerherren überzugehen. Egal wer Besitzer war, nutzten diese früher für die Fischzucht. In vorreformatorischer Zeit war Fisch nämlich ein begehrtes Nahrungsmittel, welches auch während der Fastenzeit gegessen werden durfte. Interessant an dieser Stelle, neben diesem Freihof Sosa gab es in der Region weitere 3 Freihöfe in Eibenstock. Was man darunter versteht? Diese besaßen dereinst besondere Rechte, unter anderem das Recht zur Jagd, das Recht zum Bierbrauen und zum Bierausschank. Besonders schön finde ich, wenn sich 300 Meter später an der größeren Wegeskreuzung unter anderem mit dem Zinnsteig sich das Tal öffnet und wir über die Töllische Gruft hinweg hinunter ins Tal nach Blauental, wo übrigens die Bockau mit der Zwickauer Mulde zusammenfließt, schauen können. Doch Gruft? Vorsichtig sollte man hier im Sommer sein. Die Wiese wird von Familie Tölle als Weide für Rinder genutzt und diese sollen glücklich sein, dürfen sie nämlich einen Bullen bei sich haben. Er soll aber, was sein Revier angeht, sehr eigen sein. Heute ist zwar der Bulle zu Hause, dafür haben wir den Schnee. Begnügen wir uns also mit diesem Gemälde am Wegesrand, welches die Gruft der Blauenthaler Hammergutsbesitzer sehr romantisch präsentiert. Bis 1928 soll es, man glaubt es kaum, tatsächlich ein Gartenhäuschen gewesen sein, ehe die Verstorbenen der Familie Tölle hier ihre letzte Ruhe fanden. Dass hier dereinst auch der böhmische Steig, welchen wir schon so oft begegnet sind, vorbeiführte, soll heute kein Thema sein. Stattdessen steigen wir nach unten, 800 Meter, wie uns das Schild verrät, nach Blauental. Ziemlich als erstes Gebäude unten angekommen, begrüßt uns die evangelisch-lutherische Kirche Blauental. Wenige Schritte verbleiben nunmehr noch bis an die Bockau, und Herr Petrus will uns noch einmal zeigen, was er in Sachen Winter so drauf hat. Immerhin, die Überquerung der Bockau macht es trotz fehlender Sonne richtig romantisch und winterlich. Die Zimmerschacher Straße links für 100 Meter nach oben warten auf uns. Haben wir brav und artig unser Parkticket bezahlt, dann stehen die Chancen ziemlich gut, noch unser Auto vorzufinden. Quasi die Krönung einer spannenden Runde im wilden Erzgebirge.